Worüber sich die beiden Herren von der Gleisbaurotte so angeregt unterhalten, wissen wir leider nicht. Möglicherweise, dass die Renovierungsarbeiten noch immer nicht abgeschlossen sind und nach wie vor altes Holzschwellengleis auf der Hauptstrecke zu finden ist. Oder auch über den noch fehlenden Schotter. Ich hoffe ja, dass Sie über die gelungene Optik und die fast unsichtbaren Punktkontakte meiner frisch verlegten Gleise diskutieren. So zumindest meine Wunschvorstellung. In diesem Video möchte ich euch die von mir im sichtbaren Bereich verwendeten Zweileitergleise mit geätzten Punktkontaktstreifen vorstellen. Das Schwellenband ist Weinerts Mein Gleis, das ich in zwei unterschiedlichen Ausführungen hernehme. Einmal klassisch als Holzschwellengleis, das ich für meine Nebenbahn und auch für einen Teil meiner Hauptbahn einsetzen möchte. Dann als Betonschwellengleis, mit dem ich einen frisch renovierten Streckenabschnitt auf der Paradestrecke darstellen werde. Obwohl meine Anlage Ende der 1960er Jahre den Übergang von Epoche 3 in die Epoche 4 wiedergeben soll und keine ICE-Neubaustrecke, so ist das hoffentlich trotzdem kein Stilbruch, denn die Deutsche Bundesbahn hat bereits ab 1949 in großem Umfang Betonschwellen verbaut. Da das Original Weinert Code 75 Schienenprofil für die hohen Marktlinienspurgrenze zu niedrig ist und damit meine Loks und Waggons unsanft über die Schwellen rumpeln würden, verwende ich zu den Weinert-Schwellen Code 83 Profile von Tillich. Die Weinert-Schwellen besitzen auf der Innenseite eine vereinfachte Kleineisendarstellung. So funktioniert diese Kombination bei mir problemlos und hat sich in meinen bisherigen Tests als sehr leise und betriebssicher herausgestellt. Die Tillich-Schienen sind bruniert und wirken bereits ohne farbliche Nachbehandlung recht vorbildnah. Lediglich bei den Holzschwellengleisen, die ja einen eher alten und verbrauchten Eindruck hinterlassen sollen, werde ich die Schienenflanken mit Rostfarbe zusätzlich patinieren. Für mich als Dreileiterfahrer war es das leider noch nicht, sondern irgendwie muss ja noch der Bahnstrom übertragen werden. Hierfür verwende ich fein geätzte Punktkontaktstreifen von Weichenwalter, die mit einem Lötkolben von hinten in das Schwellenband eingeklebt werden. Die hier erwähnte Kombination aus Schwellen von Weinert, Schienen von Tillich und geätzte Pukos gibt es als Sets in verschiedenen Kombinationen bei Weichenwalter zu kaufen. Je nach Packungsgröße und Schwellenart zahlt man rund 16 bis 20 Euro für den laufenden Meter, was etwa vergleichbar oder sogar etwas günstiger als Marking-K-Gleise ist. So habe ich für 10 Meter Holzschwellengleis 159,50 Euro bezahlt, also 15,95 pro Meter. Das günstigste Marking-K-Gleis 2200 finde ich online aktuell für rund 3,40 Euro bei einer UVP von 4,19. Das sind knapp 19 Euro pro Meter. Für das Flexgleis werden 17,40 Euro fällig, leicht über 19 Euro pro Meter. Selbst wenn ich also die niedrigsten Handelspreise ansetze, die ich momentan finde, und nicht die UVPs, so ist das Holzschwellengleis als Selbstbauset gut 3 Euro pro laufenden Meter oder 15% günstiger als das Marking-K-Gleis. Was allerdings bleibt, ist der signifikant größere zeitliche Aufwand. Das ist das, was ich nun im zweiten Teil des Videos im Detail zeigen möchte, wie ich die Gleise zusammenbaue. Zunächst spaßeshalber der Benchmark mit dem Aufbau des Marklin C-Gleises. Für 1 Meter Gleisverlegung brauche ich hier handgestoppt 20 Sekunden. Den Selbstbau des Zweileitergleises mit Mittelleiterkontakten beginne ich damit, die Kleineisendarstellung der Betonschwellen rostfarben anzumalen. Meiner Ansicht nach ist es leider notwendig, da sie sonst vor den brunierten Schienenprofilen sehr unschön hervortreten und ins Auge stechen, wie hier links zu sehen.
Dann schiebe ich die Schienenprofile in die Laschen des Schwellenbandes ein. Beim Betonschwellengleis sind die einzelnen Segmente des Schwellenbandes 16 cm lang, beim Holzschwellengleis 22 cm. Verbunden werden die Abschnitte durch einen kleinen Haken, der in eine Aussparung des nachfolgenden Bandes eingesteckt wird. Sobald die Schienen eingeschoben sind, ist diese Verbindung fixiert und kann sich auch nicht mehr lösen. Nachdem die 1 Meter langen Schienenprofile von Tillich vollständig in das Schwellenband eingeschoben sind, montieren wir noch die Pukos. Die Punktkontakte für 10 Meter Gleise werden von Weichenwalter als eingeästes Blech geliefert, aus dem die einzelnen Streifen mit einem Seitenschneider rausgetrennt werden. Anschließend werden die Haltepunkte, mit denen die Streifen unter dem Schwellenband verlötet werden, immer abwechselnd links und rechts 90 Grad umgebogen. Am flüssigsten geht das bei mir, wenn ich den Streifen mit einer Pinzette festhalte und dann mit einem Schraubendreher die Nasen halbwegs rechtwinklig abbiege. Diese so präparierten Punktkontaktstreifen werden nun mittig unter das Gleis geklebt. Dafür lege ich die Streifen grob mittig unter die Schwellen und halte den Lötkolben kurz, vielleicht 1 bis 2 Sekunden, gegen die umgebogenen Haltenasen des Altblechs. Sobald das Blech minimal im Kunststoff verschwindet, nehme ich den Lötkolben wieder weg. Zu Beginn war ich eher zu vorsichtig und die Haltepunkte haben sich teilweise wieder gelöst, aber schon bald hat man dann eigentlich den Dreh raus. Was mir eher noch nicht passiert ist, dass ich zu lange erhitzt habe und sich das Schwellenband aus Kunststoff sichtbar verformt hat. Ist das Verkleben erledigt, müssen noch die einzelnen Punktkontaktstreifen miteinander verlötet werden. Dann, sobald der Mittelleiter durchgehend elektrisch verbunden ist, löte ich noch ein rotes Kabel für die Übertragung des Bahnstroms direkt an den Punktkontaktstreifen an. Zudem, da wo notwendig und nicht bei jedem Gleis, ein graues Kabel für die Rückmeldung und ein braunes für die Masse von unten an die Schienenverbinder. Nun ist das Zweileitergleis mit den geätzten Punktkontakten tatsächlich zusammengebaut und kann in die Anlage angefügt werden. Oder, wie in meinem Fall, einfach mit Eiskleber auf die vorbereitete Trasse aufgeklebt werden. Damit sind die Gleise erst einmal fertig verlegt und können bereits für einen ausführlichen Testbetrieb freigegeben werden. Gefühlt ist die Stromübertragung bei dieser Kombination sogar stabiler und weniger anfällig für eine Verschmutzung als beim K-Gleis. Aber das kann ich nicht durch Zahlen, Daten oder Fakten belegen und ist nur mein ganz persönliches Bauchgefühl. Aber nicht nur die Betriebssicherheit, auch die Optik meiner Gleise auf der Paradestrecke gefallen mir ausgesprochen gut. Nun müssen sie nur noch eingeschottert werden, was ich kommenden Sonntag in meinem nächsten Video zeigen werde. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da wieder in meinem Hobbykeller vorbeischaut. Bis dann!